Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es in diesem Video um Elementor Templates Free, also um kostenfreie Elementor Templates, und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du mit der Installation eines einzelnen simplen Plugins bis zu 500 kostenfreie Elementor Templates und Blöcke erhalten kannst. Und ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit, sondern wir legen los. Also, los geht's! So, und zu diesem Zweck habe ich mich jetzt schon mal hier auf meinem Desktop abgelegt, beziehungsweise ich bin auf meinem Desktop zurückgekehrt und habe mir hier meine Demo-Installation geöffnet. Diese Demo-Installation besteht aus einem sehr simplen Setting, das heißt, ich habe hier eine komplette Blank-Installation, wo nichts drauf ist. Da schauen wir mal kurz rein. So sieht das Ganze aus. Das Ganze ist also komplett leer. Und ich habe dort lediglich das Plugin Elementor und Breeze, also ein Cache-Plugin, installiert. Und ich habe als Design bzw. als Template das Hello-Theme vom Elementor gewählt. Und auch hier sieht man, ich habe nur die Elementor Free-Version gewählt, damit ich dir zeigen kann, wie das alles funktioniert. So, wie komme ich denn nun aber an diese Templates ran? Denn es gibt im Internet ja eine ganze Menge Free-Template-Packages for Elementor und 1000 andere Sachen. Aber es gibt ein Plugin, das die ganze Sache noch ein bisschen einfacher gestaltet und viel intuitiver in der Bedienung ist und vor allen Dingen, das werde ich dir gleich zeigen, etwas beinhaltet, was die Sache unglaublich einfach macht vom Arbeiten her. So, aber da will ich jetzt nicht lange drum herum reden, sondern ich möchte dir zeigen, wie das Ganze vonstatten geht. Wir gehen jetzt hier auf Plugins, klicken auf Installieren und dann suchen wir das Plugin Envato Elements. So. Und das gibt es in der Free-Version, da ist es auch schon, Envato Elements, Fotos und Elementor Templates. Das ist dieses Tool, was wir brauchen. Klicken auf Installieren und dann auf Aktivieren. So, und wenn wir das getan haben, dann ist das Ganze auch schon installiert. Und hier sehen wir jetzt in der linken Menüzeile, sehen wir dieses kleine Elements. Ja? Da klicke ich jetzt mal drauf. Und dann sagt er mir automatisch, okay, ich muss mich jetzt hier anmelden. Das mache ich jetzt auch mal. Ja, das heißt, ich gebe meine E-Mail-Adresse ein und melde mich an. Dann klicke ich auf Continue und dann komme ich in diesen Free-Status rein. So sieht das Ganze aus, wenn man das in der Free-Version benutzt. Und hier sehen wir schon New Premium Template Kits. Das sind also neue Template Kits, die hinzugefügt worden sind in einer Premium-Sektion. Denn dieses Plugin hat zwei Versionsstarten. Einmal die kostenfreie Version und einmal die Premium-Version. Und die Premium-Version ist viel, viel umfangreicher, als das Plugin jetzt hier überhaupt darstellen kann. Denn in der Premium-Version gibt es noch viel, viel mehr, aber das möchte ich dir jetzt gleich zeigen. So. Und hier ist es jetzt so, dass ich in der Free-Version die Möglichkeit habe, hier unten sieht man das schon, wir haben also unglaublich viele Templates und Blöcke zur Verfügung, um hier ja, wählen zu können. Und man sieht das schon, es ist nach Template Kits geordnet. Und das ist das, was ich eben sagen wollte. Und zwar, diese Template Kits machen genau das, was beim Elementor grundsätzlich fehlt. Und zwar die Kategorisierung nach einzelnen Themes, ja, also nach einzelnen Design-Mockups sozusagen. Das heißt, wir haben hier einen Style, das heißt, oder sagen wir mal so, wir möchten eine Webseite aufbauen und diese Webseite soll natürlich immer nur ein Look and Feel haben. Ist ja logisch, es macht ja keinen Sinn, alles zu mischen. Und beim Elementor in der normalen Datenbank, da gehen wir jetzt mal kurz rein, ist es nämlich so, dass dort immer alles bunt gemischt ist. Das heißt also, wir haben dort grundsätzlich über diese vielen Elemente hinweg eine bunte Mischung aus verschiedensten Templates, ja, die überhaupt gar keiner großen Kategorisierung unterliegen. Und das ist genau das Problem. Denn wenn man jetzt zum Beispiel eine Webseite aufbauen möchte, dann hat man überhaupt gar keinen roten Faden, sondern man hat alles bunt gemischt. Und hier sieht man das schon. Es gibt zwar hier so eine leichte Anlehnung, ja, an diese ganzen Geschichten, aber das muss man aufwendig suchen. Es ist also nicht kategorisiert, sondern es wird alles immer nur einzeln dargestellt. Und das ist ein Problem. Ja, man sieht hier also, es gibt relativ viele Templates hier und es gibt aber keine Kategorisierung. Wenn man zum Beispiel jetzt sagen möchte, okay, ich möchte irgendwas in einer Homepage-Form, wie zum Beispiel dieses Restaurant-Theme hier, und man braucht eine Contact-Page und man braucht noch dies und man braucht noch jenes, dann wird das nichts, denn es gibt nur diese eine Seite. Es gibt nur diese eine Seite in diesem Design. Das heißt, alle anderen
Elemente müsste man selbst nachbauen. Oft ist es allerdings so, dass viele Menschen da draußen nicht einfach diesen Design-Part haben und einfach damit nicht umgehen können, also nicht in der Lage sind, das selbst für sich zu designen. Und da hilft gerade dieses Envato Elements unglaublich weiter, denn es gibt extrem viele kostenfreie Versionen, kostenfreie Templates. Und hier sieht man, das ist nach Templates Kit geordnet. Das jeweils ist ein Template Kit. Und in diesen Template Kits gibt es hier unten mehrere Templates innerhalb dieses Kits. Und da wird es dann jetzt mega interessant. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal, ja, wir suchen uns jetzt mal gerade eins raus. Hier unten sieht man das ganz schön. Ne? Wir haben hier 100 Free Template Kits. Achso, das habe ich ganz vergessen. Und zwar hier oben, das hier gehört jetzt mit zum Premium Template Kit, ja, was wir hier sehen. Und hier unten, etwas weiter unten, ist das Free Template Kit. Ja? Also nicht verwechseln. Oben ist Premium und unten ist Free. Und hier sehen wir, ne, wir haben jetzt hier 100 Free Template Kits mit, ja, es ist sogar noch mehr, 1740 Templates insgesamt. Ja? Also es waren anfangs mal 500, jetzt sind schon 1740. Das Ding wächst, das ist der Wahnsinn. So, und hier kann man jetzt ganz schön durchscrollen sozusagen anhand der Pages und kann sich hier ein bisschen was raussuchen. Und dort wird es jetzt mega interessant, denn ich kann mir ganze Seiten aufbauen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal hier diesen Food-Block hier, so was ganz Normales, Smartes. Da klicke ich jetzt mal drauf und dann sehen wir schon, dass alle Seiten in diesem Look and Feel dieses Food-Blocks designt worden sind. Ja? Das heißt, ich habe hier oben zum Beispiel mehrere Homepage-Varianten. Das heißt, ich kann mir hier aussuchen, welche Homepage möchte ich jetzt zum Beispiel zu meiner Startseite machen. Gefällt mir eher dieses hier oder dieses oder dieses oder dieses. Also es gibt jetzt hier 5 Startseitenvarianten. Und ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Ich klicke also drauf und dann sehe ich hier eine Vorschau. So sieht das aus. So würde jetzt die Startseite zum Beispiel aussehen. Jetzt klicke ich hier oben auf Back to Template Kit und komme dann immer wieder zurück und kann mir jetzt hier anschauen, wie das Ganze aussieht. Aber es gibt dort jetzt noch einen Unterschied. Und zwar gibt es in jedem Template Kit sowohl Free als auch Pro Templates. Bedeutet, du kannst hier in diesem Free Template Kit nicht alle Startseiten in der Free Version benutzen, weil es Elemente gibt innerhalb des Templates, die eventuell nur mit dem Elementor Pro funktionieren. Ja? Weil es zum Beispiel nur bestimmte Elemente innerhalb von Elementor Pro gibt, die mit diesem Template funktionieren. Zum Beispiel bestimmte Einstellungsmodis oder sowas. Und dann kann man hier durchscrollen und gucken, hier ist das alles für Elementor Pro. Jetzt gehen wir mal hier auch Pro. Dann haben wir hier auch Pro. Schauen wir mal hier. Da. Das hier zum Beispiel ist jetzt für die Free Version. Ja, hier steht Import Template. Da sieht man, das ist Free Version. Jetzt gehen wir hier auf, da ist Elementor Pro. Das heißt, ich kann jetzt hier dieses Template für mich importieren. Das machen wir jetzt einfach mal. Klick also drauf und sage jetzt hier zum Beispiel, ich möchte es importieren. Dann wird es in die Template-Bibliothek hinein importiert. Oder aber, noch besser ist, und das ist das Coole an diesem Tool, ich kann sofort aus diesem Tool heraus eine Startseite oder eine Page, wie ich sie haben möchte, generieren. Ohne dass ich das nochmal aufwendig importieren muss. Und das machen wir jetzt mal. Also einmal importiere ich das jetzt ins Template hinein. Oder wir machen es anders. Ich mache jetzt eine Startseite und importiere es dann später nach. Heißt, ich sage jetzt hier, Create a Page, Startseite. Create Page. Kurzzeit für einen Kaffee. So, das dauert jetzt einen kurzen Moment. Genau, jetzt ist es schon erstellt. Jetzt klicke ich hier auf Startseite. Ich mache das jetzt mal im neuen Tab auf. Und jetzt hat er mir diese Startseite komplett so importiert, wie sie dort zu sehen war. Natürlich jetzt hier oben noch mit dem Überbleibsel von der Header. Und den nehmen wir einfach weg, indem ich hier unten auf dieses kleine Zahnrad klicke und sage Elementor Canvas speichern. So, und jetzt ist das Ganze weg und es ist clean importiert worden, genauso wie ich es haben möchte. Hier sieht man, jetzt ist das Template importiert worden, genauso wie ich es haben möchte, mit Animationen und mit den Posts hier unten und ja, mit allem drum und dran. Das kann man natürlich jetzt für sich eindeutschen, ohne Probleme. Und kann dort weiterarbeiten. Was aber jetzt cool ist, ich habe hier unten, weil ich bin jetzt in dem Editor vom Elementor drin, habe ich hier unten dieses kleine grüne Icon mit dem Envato-Blatt. Wenn ich da drauf klicke,
Dann komme ich wieder in diesen Bereich rein und jetzt kann ich mir hier zum Beispiel noch Blöcke aussuchen, wenn ich zum Beispiel dieses Ganze erweitern möchte und sage, ach ja, das ist mir noch ein bisschen fad, ich möchte zum Beispiel jetzt noch ein Feature Product oder zum Beispiel eine Newsletter Description einfügen. Dann klicke ich drauf und dann habe ich hier Blöcke zur Auswahl. Hier sieht man auch immer pro oder nicht und kann diese Blöcke dann dort zum Beispiel direkt integrieren. Ja, auch das ist eine Möglichkeit, die das Tool gleich mit anbietet. Ja, ich kann das also direkt mit integrieren. Und man sieht hier anhand der Blockanzahl, das ist eine Menge. Ja, das ist also eine schiere Unmenge an Blöcken, die uns dort zur Verfügung steht. Aber Fakt ist, wie gesagt, er hat jetzt hier dieses importiert und ich kann es jetzt zum Beispiel hier direkt im Titel anpassen und was weiß ich. Ich kann also alles Mögliche damit machen. Jetzt speichere ich mir das Ganze mal ab und schaue mir das mal als Vorschau an. So, und so sieht unsere Seite jetzt komplett aus. Sie ist also fertig importiert. Und jetzt kommt der Clou. Ich gehe mal zurück und hier war ich ja drin. Und jetzt ist es so, ich möchte ja jetzt nicht nur die Startseite haben, sondern ich möchte ja noch mehrere Seiten haben. Zum Beispiel eine Kontaktseite. Oder zum Beispiel eine Über-mich-Seite. Oder, was haben wir hier? Eine Rezeptseite zum Beispiel. Ja? Das ist ja auch so ein Punkt, wo man immer dann wieder sich die Frage stellt, ja mein Gott, jetzt habe ich da so eine schöne Seite, zum Beispiel aus der Elementor Library, aber es gibt den Rest halt eben nicht. Und das ist das, was Envato Elements so genial gelöst hat. Ja? Dieses Tool ist einfach... Es macht den Workflow viel einfacher und man kann sich halt auch, zum Beispiel, wir arbeiten sehr oft mit Envato Elements, wo halt bestimmte Dinge schon vordesignt sind, wo wir dann nicht das Rad nochmal neu erfinden müssen, sondern einfach diese Elemente und die Strukturen übernehmen, aber ausbauen, also modellieren. Ja, wir übernehmen es nicht 1:1, sondern wir modulieren es für uns. So, und hier gehe ich jetzt zum Beispiel her und sage, ich möchte eine neue Rezeptseite. Auch hier suche ich mir wieder eine aus, die für mich jetzt zum Beispiel passt. Oder die jetzt hier am besten Fall in der Free-Version vorliegt. Das ist diese hier zum Beispiel. Das ist Rezept 3. Jetzt gucken wir mal hier. Die ist nicht mit dabei. Man sieht schon, es ist halt auch vieles in der Pro-Version mit dabei. Jetzt gucken wir mal hier. Rezept 2. Ja, das wäre auch noch. Aber mir gefällt jetzt das eine hier. Das hier, das gefällt mir ganz gut. Und hier sage ich jetzt zum Beispiel, das ist ja jetzt eine Rezeptseite. Und da sage ich jetzt mal zum Beispiel Rezept 1. So, und sage hier Create Page. Auch hier erstellt er mir jetzt sofort wieder die Seite, die ich brauche. Ne? Zack, fertig ist es. Jetzt kann ich mir die auch hier wieder in einem neuen Tab öffnen. Ich mache das extra in einem neuen Tab, damit ich jetzt hier später nicht durcheinander komme. So, und jetzt hat er mir das Ganze erstellt, also importiert direkt und die Seite auch mit angelegt. Auch hier muss ich dann die Canvas wieder auswählen, weil ich ja keinen Header habe in dem Fall. So, und dann zeigt er mir die importierte Seite an. Ich kann das Ganze natürlich jetzt in Vorschau machen, oder aber ich mache das hier zu, dann sehe ich es auch direkt. Und so sieht dann jetzt meine Rezeptseite aus. Und die kann ich natürlich auch wiederum jetzt direkt bearbeiten. Ich kann also sofort reingehen und kann hier anfangen, das Ganze zu bearbeiten. Ja? Also eine wirklich sensationell einfache Geschichte. Und das macht dieses Tool so unglaublich effektiv. Und gerade mal zum Beispiel 1740 kostenfreie Templates. Hallo? Ja, es lohnt sich mega. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, und zwar die Premium-Version. Die Premium-Version bietet noch Unmengen mehr. Und dazu möchte ich auch mal kurz drauf eingehen. Und zwar haben wir hier die Fotos. Wenn ich jetzt mal hier draufklicke, dann wird die Stock-Fotogalerie von Envato Elements mit 810.000 Fotos mit ins Tool integriert. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Hintergrund brauche, zum Beispiel für mein neues Rezept, ja, oder irgendwie ein anderes Bild für einen Text oder so, ja, dann kann ich mir das sofort über dieses Plugin aus der Envato-Galerie rausziehen. Mit 810.000 Fotos, die auch noch durchsuchbar sind. Ja, ich gebe jetzt mal hier zum Beispiel ein Fruit, ja, Fruit, zum Beispiel für ein neues Rezept. Man verzeihe mir die furchtbare englische Aussprache. Englisch schreiben und sprechen, Englisch schreiben und lesen ist kein Problem, aber die Aussprache ist eine Katastrophe. Und hier kann ich mir jetzt so ein Bild rausziehen. Aber das geht nur in der Premium-Version. So, und dazu kommen wir jetzt. Die Premium-Version, dazu mache ich mir jetzt mal gerade ein Inkognito-Fenster auf, denn ich war da nämlich schon drin. Den Link
zu dieser Geschichte findet ihr übrigens in der Description. Und wenn ihr schon in der Description seid, nicht vergessen, Kanal abonnieren und Glocke klicken, damit ihr immer alles bekommt. So, auch hier sieht man, jetzt gehen wir jetzt mal drauf, gerade hier, ab 14,50 € im Monat kannst du das alles bekommen. So, 14,50 €, wenn du jährlich zahlst. Ich zeige dir das jetzt mal kurz. Wenn man jetzt hier, jetzt war ich einmal zu viel. Und zwar, wenn du jetzt hier deine Daten eingibst, kannst du einmal ein Gratiskonto eröffnen. Na, das ist ja schon mal der Punkt. Das muss ich mal gerade schauen. Jetzt habe ich mich irgendwie hier, habe ich mich verklickt. Ja, sieht scheinbar so aus. Genau, da, Preise, da ist es doch. Irgendwie war ich jetzt gerade weg davon. So, und da haben wir jetzt die Möglichkeit hier, bei der jährlichen Zahlung sind es 14,50 € und bei der monatlichen Zahlung sind es 29 €. So, und da bekommst du halt wirklich 1,3 Millionen Elemente, ja, von Grafiken, WordPress-Themes, Stockfotos, Design-Assets, Videovorlagen, Musiktitel, Kurse, E-Books, was weiß ich. Alles Mögliche bekommst du da. Und das lohnt sich definitiv. Also wir setzen das sehr oft ein, gerade auch ich zum Beispiel, wenn ich neue Seiten baue für Kunden oder sonstiges, dann nutze ich dieses Tool halt ständig. Ja? Und ich lege das auch meinen Kunden und auch ich empfehle das ständig, dass dieses Tool halt einfach mega ist. Auch gerade wenn du selbst irgendwas aufbauen möchtest, dann ist dieses Tool die absolute, ja, das ist eine absolute Nonplusultra als Hilfestellung, wenn du etwas machen möchtest. Ja? Weil es geht unglaublich schnell, eine Seite damit zu erstellen. Und auch zum Beispiel, wenn du gerade viel Content machst oder sonstiges, dann ist das eine mega Hilfe, weil die Bilder werden direkt für dein Projekt lizenziert. Und das möchte ich dir jetzt mal zeigen. Und zwar mache ich jetzt erstmal Folgendes und ich gehe jetzt her und werde jetzt hier mein Tool mal lizenzieren. So, auch das geht relativ einfach. Ich bin dann dazu einfach angemeldet. Also muss mich in meinen Account anmelden, wähle dann meinen Token aus, den habe ich hier und den gebe ich dann hier ein in das Plugin, Verify Token, dann wird das Ganze verifiziert, fertig. So, jetzt ist das Ganze lizenziert, mit meinem Account, mit meinem Bezahl-Account verbunden und ich kann die Fotos aus diesem Tool hier nutzen. Das zeige ich dir jetzt, indem ich hier reingehe und sage, ich möchte mein Rezept verändern, mit dem Elementor bearbeiten. Es dauert einen kurzen Moment. Na komm schon, da ist er. So, und jetzt möchte ich mal ein Bild integrieren. Ja, sage hier, ich möchte ein Bild hinzufügen, hier für diesen Bereich. Ja, sagen wir mal, wo machen wir es hin? Ich sage mal, wir machen es dahin. So, da mache ich jetzt ein Bild rein, klicke hier und dann sehen wir schon Envato Elements. Oho, klicke drauf und jetzt komme ich in diese Fotodatenbank von Envato Elements. Und hier sage ich jetzt einfach mal auch wieder Früchte, ne, auf Englisch, Fruit. So, und ich möchte jetzt dort zum Beispiel, was möchte ich denn dort einbinden? Ja, nehmen wir das mal. Das sieht gut aus. So, möchte das jetzt dort einbinden. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, sagen zu können, okay, ich möchte das für diesen Bereich hier lizenzieren. Also für diese URL. Sage ja. So. Und et voilà, da ist das Bild ohne Wasserzeichen direkt eingefügt in meine Seite. Kann das jetzt speichern und jetzt ist das Schöne daran, dieses Bild ist auch trotzdem lizenziert, falls sich mal irgendwann bei Envato, sagen wir mal, der Account nicht mehr gezahlt wird oder du einfach keinen Bock mehr hast und sagst, nee, ich will das jetzt nicht mehr, das ist mir alles zu teuer oder das befriedigt mich nicht oder was auch immer, dann ist auch dieses Bild trotzdem weiterhin geschützt, weil es auf diese URL lizenziert wurde. Und das ist das Coole daran, denn damit kannst du natürlich mega viel machen und du bist trotzdem immer safe. Das ist das Schöne. Jetzt geht es aber noch weiter, denn du hast noch viel mehr Möglichkeiten, denn durch einen Kauf des Envato Element Premiums hast du noch mehr. Wenn ich jetzt mal in meinen Account hier reingehe, dann siehst du nämlich, dass ich hier auch die YouTube-Kits habe. Ja, ich kann also hier YouTube-Kits machen. Ich habe hier 24.059 hinzugefügte Artikel alleine diese Woche. Ja, ich habe Audios, die ich verwenden kann, Druckvorlagen. Ja, hier sieht man alle Kategorien. Soundeffekte, Schriftarten, Add-ons, alles Mögliche, ja, kann ich mit diesem Account nutzen. Und das ist das Schöne daran, denn damit ist der Workflow einfach viel, viel einfacher.
Ja, Workflow ist viel, viel einfacher, ja, weil es einfach ist, zum Beispiel. So, und das ist tatsächlich der Fall, denn hier brauchst du nicht mehr lange irgendwas lizenzfreies suchen oder so, sondern du kannst hier zum Beispiel eine Grafikvorlage nehmen, ja, lädst die hier zum Beispiel irgendwie sowas wie ein Logo oder irgendwie ein Asset oder sowas in der Regel, hier zum Beispiel Logo, sagen wir mal ein Logo, das möchtest du haben und klickst einfach hier auf Herunterladen und schon fragt er dich, worauf soll das lizenziert werden und du klickst einfach drauf, lizenzieren für und wenn du das nicht hast, wird es nochmal angelegt, herunterladen, schon ist es unten, fertig, kannst du bearbeiten. Das war's. Und bei dieser schieren Menge von 1,3 Millionen Items, die jetzt auf Envato Elements zur Verfügung stehen, ist das, glaube ich, überhaupt gar keine Frage, ob man sich dieses Premium holen sollte oder nicht. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel die monatliche Version hier, weil mir das anfangs auch einfach zu teuer war, das im Voraus zu bezahlen für ein Jahr, weil ich ja gar nicht wusste, was mich erwartet. Deswegen habe ich erstmal monatlich genommen und ich werde jetzt auf jährlich umstellen, weil ich total begeistert bin. Und genau das ist auch der Grund für dieses Video, weil ich so extrem begeistert bin von Envato Elements, weil es den Workflow so extremst vereinfacht und mir ja, das Leben massiv erleichtert, gerade im Umgang mit dem Elementor. Und du siehst es ja hier, diese Templates sind einfach sensationell. Ja, und wenn ich jetzt mal hier draufklicke, es gibt ja noch viel mehr. Und du schaust jetzt einfach mal hier durch, was es an Möglichkeiten überhaupt gibt. Ich gehe jetzt mal hier auf die letzte Seite. Und da sieht man zum Beispiel Restaurants, ja, Creative Agency, Mechanics, Restaurants, Real Estate, also Immobilien, ja, Corporate Business, hier für ein Spa und so weiter. Und das sind ja auch alles Templates, die halt auch wirklich was hermachen. Das ist ja nicht irgendwie so ein, ich sag mal, 0815, sondern es ist halt wirklich, es macht halt wirklich mega was her. Ja, wenn du dir das hier anguckst, die Struktur und auch die ganze Bebilderung und auch sonstiges ist sensationell. Natürlich hast du hier unten auch nochmal zusätzlich die Möglichkeit, ein Pop-up zu integrieren, das auch im Look and Feel ist, aber hier siehst du dann direkt wieder, okay, das ist Elementor Pro. Ja, das heißt also, auch hier müsstest du den Elementor Pro nutzen, um dieses Pop-up-Template nutzen zu können. Du kannst es natürlich runterladen, aber du könntest es nicht nutzen, weil du kein Elementor Pro hast. Ja. So, aber das ist halt zum Beispiel eben diese Variante und es macht mega Spaß, damit zu arbeiten. Deswegen kann ich es dir nur wärmstens ans Herz legen, wenn du mit dem Elementor arbeitest und du vorhast, wirklich Projekte mit dem Elementor für dich umzusetzen. Wichtig ist, für dich umzusetzen, weil du darfst die Elemente, die hier drin sind, nur für dich benutzen und nicht für andere. Wenn du dann wirklich Bock darauf hast, das für dich zu benutzen und du möchtest das eben machen und auch zum Beispiel deine Seiten damit ausstatten, weil du einfach keinen Bock darauf hast, halt stundenlang irgendwelche Designs zusammenzuklicken oder sonstiges, dann kannst du dir hier das Leben wirklich massiv leichter machen, indem du einfach solch ein Template auswählst, das importierst und dann nachbearbeitest, fertig. Ja, also und dann in dem Fall, wenn du wirklich damit arbeiten willst, dann hol dir die Pro-Version. Wie gesagt, der Link dazu in der Description. Hol dir die Pro-Version und dann hast du halt auch Zugang zu 1,3 Millionen anderer Artikel hier auf dem Portal Envato Elements. Und da kannst du natürlich dann wirklich alles, was dein Business braucht, ja, vom Logo über ein Video-Asset und 1000 andere Sachen, kannst du dir holen und kannst es für dein Business benutzen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Das Video ist viel länger geworden, als ich es ursprünglich eigentlich geplant hatte. Aber das macht nichts, denn ich möchte mich in dem Fall jetzt hier verabschieden. Ich freue mich auf deine Kommentare zum Thema Envato Elements und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist bei einem neuen Video zum Thema Elementor. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt meinen Channel und klicke auf die Glocke, damit ich auch wieder beim nächsten Mal auf deinem Bildschirm erscheine. In diesem Sinne, bis dahin, ciao, dein Olli.